Gute Aquarellfarben sind richtig teuer, deswegen zeige ich dir heute, wie du aus nur 3 Grundfarben praktisch alle Farben mischen kannst, die du willst. Ich starte beim einfachen Mischen von jeweils 2 Farben, werde dir zeigen, wie du Pastellfarben hinbekommst im Aquarell und anschließend werde ich dir zeigen, wie du aus allen 3 Farben Hautfarbe und Metall zum Beispiel mischen kannst, weil ich denke, das sind so die Farben, die mit am schwersten zu verstehen sind, welche Grundfarben dort überhaupt enthalten sind. Als Basis für dieses Tutorial werde ich meinen 12er Farbkasten von Schminke benutzen. Bei Schminke sind die Grundfarben Cadmiumgelb, Magenta und Heliokulin. In diesem Kasten ist allerdings nur das Cadmiumgelb enthalten. Für Magenta nehme ich dieses hier, das ist nur ein kleines Stück davon entfernt vom eigentlichen Magenta. Und als Heliokulin nehme ich dieses Blau. Um den Farbkreis nach und nach sinnvoll aufzubauen, beginne ich mit den Primärfarben. Schritt 2 des Ganzen ist noch sehr, sehr einfach. Ich werde hier diese Mischpalette, die Primärfarben, einmal jeweils separat zusammenmischen, werde sie hiermit auftragen und dann schauen wir uns an, was passiert, wenn man das Mischverhältnis etwas verändert. Ich starte mit einem kräftigen Rot-Orange, was du erhältst aus Gelb und Magenta. Mischst du hier einen größeren Teil Gelb hinzu, wird das Orange irgendwann heller. Und nähert sich dem Gelb auf dem Farbkreis wieder an. Exakt denselben Effekt hast du, wenn du das Ganze wieder umdrehst und Magenta wieder hinzumischst. Mischst du Magenta und Blau in ungefähr gleichen Teilen, erhältst du ein Violett. Erhöhst du den Blauanteil im Violett, wird das Ganze kühler und wird irgendwann wieder zu blau. Den Effekt kannst du umdrehen, indem du wieder mehr Magenta hinzufügst. Als letzten Schritt mache ich exakt dasselbe mit Gelb und Blau. Diese beiden Farben zusammen ergeben im Farbkreis die letzte fehlende Farbe und das ist Grün. Hier gilt ebenfalls, je mehr Gelb ich jetzt hinzufüge, desto heller wird das Grün, je mehr Blau ich hinzufüge, desto dunkler wird das Grün. In der Aquarellmalerei gibt es eine Besonderheit, es gibt eigentlich kein Weiß. Ja, man kann Weiß kaufen und es benutzen, aber es geht dieser typische Aquarell-Look verloren, denn Weiß ist deckend. Statt also wie bei allen anderen Farben Weiß hinzuzumischen, wenn du die Farbe heller machen möchtest, nimmst du entweder Gelb dazu oder nimmst auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Wasser. Wenn du das tust, hast du einen wunderschönen pastelligen Look. Okay, ich denke, bis hierhin solltest du absolut gar keine Probleme damit haben. Falls doch, schreib mir deine Fragen in die Kommentare. Weiter geht es mit Mischen von allen 3 Farben. Wenn du alle 3 Farben gleichmäßig ineinander mischst, entsteht ein sehr schmuddeliges Braun. Aus diesem Braun kannst du sehr viel mehr machen, als du dir am Anfang vorstellen kannst. Wenn du hier zum Beispiel noch ein bisschen mehr Gelb hinzumischst, erhältst du einen ockerfarbenen Braunton. Je mehr Gelb du hier hinzumischen würdest, desto heller würde dieses Braun werden. Mit mehr Magenta im Braun wird aus dieser Farbe ein wunderschönes Rotbraun. Und um das Ganze wieder kühler zu machen und den Kreis zu schließen, mische ich wieder Blau hinzu.
Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit meiner Farbkarte des 12er Farbkastens, hast du diese 3 Brauntöne und du siehst, hier ist mehr Gelb drin, hier ist mehr Rot drin und hier ist mehr Blau drin. Und da du Aquarellfarben immer wieder anlösen kannst und immer weiter benutzen kannst, kannst du das zum Beispiel in deiner Mischpalette drin lassen, immer wieder mit anderen Farben variieren und immer wieder benutzen. Um zu beweisen, dass ich wirklich jede Farbe damit mischen kann, habe ich mir 2 Farben rausgesucht, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sehr schwer sind. Das wäre erstens die Hautfarbe und zweitens ein Grau für Metall. Für die Hautfarbe benutze ich als Basis meine Mischung aus Gelb und Magenta. Wie du hier sehen kannst, ist diese noch relativ rot, weil wir als letztes Jahr die rote Mischung gemacht haben. Also tue ich jetzt Folgendes. Ich werde hier im ersten Schritt ein wenig Gelb hinzumachen. Diese Mischung ist für eine richtige Hautfarbe allerdings noch nicht komplett das, was wir haben wollen. Du könntest es benutzen, aber sie ist nicht perfekt. Um dieser Mischung den perfekten Ton zu verleihen, mische ich ganz wenig diese kleine Mini-Pinselspitze Blau mit hinzu. Das macht die Farbe generell etwas erdiger. Diese Farbe könntest du jetzt auf jeden Fall benutzen, zum Beispiel für etwas dunklere Hauttypen. Möchtest du lieber mit rosigeren Hauttönen arbeiten, mischst du wieder Magenta mit hinzu. Ist dir dieses Ergebnis immer noch zu dunkel, dann kannst du auch mit Gelb nochmal einen anderen Hautton mischen. Um am Ende das perfekte Ergebnis für den Hauttypen zu bekommen, den du gerne haben möchtest, ist es auf jeden Fall nötig, das Ganze ein bisschen auszuprobieren und nach ein Gefühl für die Farbe zu entwickeln. Für einen letzten Test mische ich noch ein bisschen mehr Magenta hinzu. Und wie du sehen kannst, habe ich mit nur 3 Farben es geschafft, viele verschiedene Tons an Hautfarbe zu mischen. Für einen schönen Metallton habe ich Folgendes getan. Ich habe das Braun von vorhin genommen, habe dort sehr viel Blau hinzugefügt, damit das Braun sehr kühl wird. Anschließend kannst du sehen, ich habe hier sehr viel Wasser hinzugefügt, damit die Farbe schön hell wird. Und wie du sehen kannst, ist hier ein wunderschönes Grau daraus geworden. Um dir nun einmal den direkten Vergleich zu Schwarz deutlich zu machen, habe ich hier einen minimalen schwarzen Fleck, löse den an mit sehr viel Wasser, damit es schön hell wird und überhaupt ein Grau wird und kein Schwarz, und male den jetzt einmal komplett daneben. Wie du sehen kannst, wird aus dem Grau, was ich aus dem Schwarz herausbekomme, ein sehr kühles Grau, während aus dem selbst gemischten Grau ein eher wärmeres Grau wird. Die beiden Töne sind sich sehr ähnlich. Was genau du in deinen Bildern benutzen möchtest, ist komplett dir überlassen und kommt auf jeden Fall immer darauf an, wie das Bild am Ende wirken soll. Soll es eher kühler wirken oder soll es eher wärmer wirken? Wie ist das Licht? Wie sind die Schatten? Und das ist allein deine Entscheidung. Ich hoffe, dass dir diese Erklärung geholfen hat und dir die Angst vom Mischen etwas nimmt. Genau wie bei allen anderen Sachen gilt natürlich hier, Übung ist alles. Du kannst nicht alles sofort sehen und dieses Verständnis und dieser Blick für bestimmte Farben und das Mischverhältnis muss man lernen. Ich selber muss gestehen, dieses Verständnis habe ich entwickelt beim digitalen Zeichnen. Ich selber mag die Farbe Rosa ja sehr gerne, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, aber Rosa ist nicht gleich Rosa. Und ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, wo genau auf dem Farbkreis das Rosa ist, was ich gerne haben möchte. Genau dasselbe ist mir beim digitalen Malen auch mit der Hautfarbe passiert. Wenn du also zum Beispiel keine Farbe verschwenden möchtest, aber trotzdem das mit den Farben ein bisschen versuchen möchtest zu üben, kann ich dir auch empfehlen, an den PC zu gehen, Paint zu öffnen und dort einfach mal zu gucken, wo auf dem Farbkreis die verschiedenen Farben sind. Falls du aber trotzdem noch Fragen hast zu einer bestimmten Farbe, kann ich dir auf jeden Fall helfen dabei. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und du den Kanal und mich natürlich unterstützen möchtest, dann gib diesem ein Like. Wenn du neu bist, abonniere den Kanal, um weiter keine Zeichen- und Maltipps zu verpassen. Und immer schön weiter üben, denn no paint, no gain.